MOBA-Planungsdienst, Anlage 01, Hangviadukt und kleiner Endbahnhof. Teil 2. Gleich zu Anfang des Films möchte ich darauf aufmerksam machen, dass es auch diesmal wieder eine eigene Playlist zu diesem Film gibt. Diese Playlist kann über die Infokarte oben rechts in der Ecke sowie über den Link in der Videobeschreibung aufgerufen werden. Außerdem wird sie ganz am Ende des Filmes über eine Endcard anklickbar sein. Was gibt's denn da alles noch zu besprechen? Naja, da wären zum Beispiel Gleiswände bzw. ihre Konstruktion, ihre wichtigsten Maße und auch noch solche Sachen wie beispielsweise Tunneloberleitungen. Auch zu den Ebenen gibt's noch einiges zu sagen, beispielsweise die Beleuchtung, die Höhe oder auch beispielsweise die Verblendung, die bei beleuchteten Ebenen notwendig wird. Und am Ende gibt's noch Tipps, Tricks und Hinweise. Anlagenebenen. Ein Punkt, in dem sich Multideckanlagen sehr massiv von den herkömmlichen europäischen Anlagen unterscheiden, ist die Art der Darstellung der Szenerie. Licht wird von vielen Modellbahnern etwa so bewusst eingesetzt wie Tageslicht von der Sonne. Was hast du dann? Das Licht ist doch da, ist eine Aussage, welche den Umgang mit Licht relativ gut verdeutlicht. Wer die Lichtgestaltung außer Acht lässt, bekommt sowohl auf der Modellbahn wie auch in der Wirklichkeit eine Szenerie, die nicht wirklich sehenswert ist. Oder sagen wir besser eine Szenerie, die in anderen Lichtverhältnissen wesentlich begeisternder wäre. Hier sehen wir übrigens gerade so eine Szene, die in anderem Licht wesentlich besser aussehen könnte. Und hier liegt meines Erachtens noch ein weiterer Vorteil der Multideckanlagen. Der Blick in die Anlagenebene ist nicht der Blick in die weitere Umgebung, sondern es ist der Blick auf eine Theaterbühne. Und das Charakteristikum einer Theaterbühne ist nun mal, dass sie hervorragend ausgeleuchtet ist. Und natürlich können auf einer Bühne auch besonders wichtige Themen besonders ausgeleuchtet werden. Andererseits kann natürlich auch weniger Wichtiges abgeblendet werden. Der Modellbahner wird also zum Regisseur seiner eigenen Inszenierung. Aber kommen wir nach dem theoretischen Vorgeplänkel mal zur praktischen Arbeit. Hier sehen wir den schon aus dem ersten Teil bekannten Gleisplan der unteren Ebene, allerdings ergänzt um einen gelben Strich und einen orangen Strich. Der gelbe Strich stellt einen LED-Lichtstreifen dar. Das ist die Art der Beleuchtung, die ich nach derzeitigem Wissensstand auswählen würde. Das heißt also nicht, dass es nichts Geeigneteres geben würde, aber ich kenne zumindest nichts Geeigneteres. Szenen, die man besonders hervorheben will, sollte man eventuell noch zusätzlich ausleuchten, entweder mit ein paar parallelen LED-Streifen oder mit einem Extra-Spot. Damit man nicht direkt in diese Lichtquellen reinblickt, ist es, glaube ich, ganz sinnvoll, den Anlagenrand mit einer ca. 10 cm hohen Blende aus Spiegelsperrholz oder etwas Ähnlichem zu verkleiden. In dieser Grafik habe ich das gerade mal angedeutet. Der rote Pfeil zeigt auf die Blende der unteren Ebene. Die Blende der oberen Ebene kann man von der Decke herunterhängen lassen. In dem Fall ist es natürlich günstiger, wenn die Anlage irgendwo in einem flachen Keller steht, als in einer hohen Altbauwohnung. Aber eine Modellbahn ist ja letztendlich wie ein Swingerclub. Alles kann, nichts muss. Natürlich kann man die Beleuchtung auch in statt unter den Leiterrahmen hängen. Dann kann man sich wahrscheinlich die Blende sparen. Und wenn wir schon bei der oberen Ebene sind, dann bleiben wir doch gerade da und gucken uns die Beleuchtung da an. Es ist im Prinzip dasselbe wie in der unteren Ebene, nur muss man hier damit rechnen, dass auch nach oben geblickt wird. Das heißt, die Lichtquelle muss höher über der Unterkante der Blende sitzen. Und man kann natürlich mit Beleuchtung Akzente setzen. Beispielsweise war es dem Kunden wichtig, eine Kirche auf seiner Anlage zu haben. In dem Fall würde ich sogar noch einen Lichtspot auf die Kirche setzen, um sie stärker zu betonen. Ansonsten sind in meinen Augen nur noch zwei Dinge wichtig. Erstens, dass man nicht direkt in die Lichtquellen blicken kann und zweitens, dass der Gang, also der Zuschauerraum, nicht zu stark ausgeleuchtet wird. Letzteres gehört in meinen Augen unbedingt dazu, wenn man eine Modellbahn in Szene setzen will. Höhenanordnung der Ebenen. Schon bei Singledeck-Anlagen ist es nicht ganz einfach, die passende Anlagenhöhe zu finden. Noch etwas schwieriger wird es allerdings bei Multideck-Anlagen wie hier in dem vorliegenden Fall. Letztendlich ist die ideale Anlagenhöhe von vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Die entscheidendsten Faktoren dürften allerdings Körperhöhe und Sehgewohnheiten sein. Oder sagen wir lieber, gewünschte Perspektive, das trifft es eigentlich genauer. Im linken Teil dieser Infografik entsprechen die Ebenenhöhen dem Kundenwunsch. Die obere Ebene ist noch aus einer leichten Vogelperspektive zu sehen. Um allerdings die untere Ebene in vollem Umfang zu sehen, muss man entweder relativ weit weggehen, sich hinsetzen oder in die Knie gehen. Wenn ich allerdings diese Anlage bauen würde, dann würde ich die gesamten Ebenen komplett um 20 bis 30 cm anheben. Vermutlich würde ich sogar die obere Ebene noch etwas höher setzen, so etwa bis knapp unter Augenhöhe.
Der Grund dafür ist, in der unteren Ebene habe ich ja schon eine Ebene, die aus der Vogelperspektive zu sehen ist. Also kann die obere Ebene durchaus aus der Preiserleinperspektive zu sehen sein. Allerdings ist es dann mit Sicherheit sinnvoll, unter der Anlage einen Tritt zu haben, den man ausziehen kann und auf den man sich heraufstellen kann, um an der oberen Ebene zu basteln. Das kann beispielsweise ein Rollhocker sein oder eine ausziehbare Kiste oder eine kleine Leiter, je nachdem, was einem gerade beliebt. Es ist bei so einer Anlage übrigens verhältnismäßig einfach, die Höhendifferenzen zwischen zwei Ebenen zu verändern. Beispielsweise eine Umdrehung mehr beim Gleiswendel bringt 9 cm mehr Abstand zwischen den Ebenen. Und dann ist da natürlich noch die 4 Meter lange Fahrtstrecke zwischen Gleiswendel und Bahnhofskopf. Das heißt, bei vorbildgerechten Neigungen von bis zu 40 Promille auf der Nebenstrecke sind hier immer noch Höhenunterschiede von 16 cm zu erreichen. Im Grunde genommen lässt sich diese Anlage an die eigenen Bedürfnisse anpassen wie ein Maßanzug. Wenn die untere Ebene allerdings wirklich im Sitzen bedient werden sollte, dann ist es sinnvoll, die Ebene des Schattenbahnhofs von der Breite her etwas zurückzunehmen. Bei Bedarf könnte auch unter dem Öllager noch für Beinfreiheit gesorgt werden, aber dafür müssten Gleise umgelegt werden. Gleiswendel. Gleiswendel gehören zu den kontrovers diskutierten Bauelementen einer Modellbahnanlage. Sie haben einige Vorteile, sie haben aber auch ganz gravierende Nachteile. Zu den größten Vorteilen gehört es, dass der Platzbedarf unabhängig von der überwundenen Höhe der gleiche bleibt. Auch kann die überwundene Höhe bei Planung und Bau leicht variiert werden. Wesentliche Nachteile eines Gleiswendels sind beispielsweise die schlechte Erreichbarkeit der bereits überbauten Windungen. Das heißt, beim Bau des Gleiswendels müssen sofort die Gleise verlegt werden, die Stromversorgung bedacht werden und die eventuelle Tunneloberleitung verlegt werden. Den größten ihrer Nachteile haben die Gleiswendel allerdings in meinen Augen bei der Frage der Erreichbarkeit. Betrachten wir uns einfach mal zwei Gleiswendel. Der eine, links, steht mitten im Raum, der andere, auf der rechten Seite, ist in der Raumecke. Natürlich werden die Gleiswendel irgendwo an die Anlage angebunden. Dadurch wird die Erreichbarkeit natürlich nochmal verschlechtert, aber wir konzentrieren uns erstmal auf das Hauptproblem. Der links abgebildete Gleiswendel steht quasi mitten im Raum. Er ist von nahezu allen Seiten ideal zugänglich. Im Gegensatz dazu steht der rechts abgebildete Gleiswendel in einer Raumecke. Raumecken oder noch schlimmer, Raumnischen sind die schlimmsten Orte, an denen man Gleiswendel aufstellen kann. Der Grund dafür ist die Erreichbarkeit. Sie ist hier mit diesen blassen, semitransparenten grünen Kreisen dargestellt. Stellt man so eine Gleisfigur wie ein Gleiswendel in eine Raumecke, ergeben sich zwangsläufig einige Bereiche, die man nicht erreichen kann, hier rot dargestellt. Selbst wenn ich Herrn Murphy und sein Gesetz, was schiefgehen kann, geht auch schief, nicht kennen würde, könnte ich direkt sagen, wo die meisten Entgleisungen passieren werden. Letztendlich sind es ja die schlecht zugänglichen Anlagenbereiche, die beim Bau und beim Betrieb einer Anlage die meisten Probleme bereiten werden. Aber kommen wir jetzt mal zum konkreten Bau von Gleiswendeln. Die Wege zu einem Gleiswendel sind etwa so vielfältig wie die Wege nach Rom. Man kann sie nicht alle aufzählen. Hier mal eine Methode, die ich für einen gangbaren Weg einer Selbstbaulösung erachten würde. Eine detaillierte Beschreibung der Art und Weise, wie dieser Gleiswendel gebaut wird, ist in der Playlist zu diesem Film zu finden. Die besagte Playlist ist entweder in der Infocard oben rechts in der Ecke, über die Videobeschreibung oder über die Endcard am Ende des Filmes aufrufbar. Ob man sich für die aufwendigere Methode mit 8 Segmenten oder für die etwas einfachere Methode mit 6 Segmenten entscheidet, ist wahrscheinlich eine Frage des persönlichen Geschmacks. Tendenziell würde ich zu mehr Segmenten raten, je größer der Radius wird. Bei dieser Anlage wurden die Gleiswendel in Märklin-Kargleis Normalkreis 2 geplant. Entsprechend sollte die Bauform mit den 6 Segmenten völlig ausreichend sein. Märklin-Kargleis Normalkreis 2? Ein bisschen knapp für ein Gleiswendel, oder? Nun, das kommt immer auf die maximal gewünschte Zuglänge an. Im vorliegenden Fall sollte das nach den Vorgaben des Kunden eine 103 mit 5 vierachsigen Reisezugwagen sein. Bei dieser Lok sollten 9 cm Höhengewinn pro Runde des Gleiswendels kein Problem sein. 9 cm Höhengewinn mit dem Märklin-Kargleis Normalkreis 2, das bedeutet 33 Promille Neigung für den Gleiswendel. Sollte realistisch sein. Wenn man sich gerade die Grafik auf der linken Seite anguckt, dann erkennt man, dass man mit der Neigung wahrscheinlich noch auf 30 Promille runtergehen könnte. Wenn man sich an der tiefsten normengerechten Fahrtradlage gemäß MOROP NEM 201 orientiert,
könnte man die Neigung des Gleiswendels sogar wesentlich flacher wählen. Wenn die Oberleitung stromführend und funktionierend sein soll, was heutzutage bei Modellbahnen eher unüblich ist, dann würde ich ein Zweileiter-Flexgleis nehmen und es der Länge nach auftrennen. Je eine Schiene mit den zugehörigen Schwellenhälften würde ich genau mittig über das Gleis auf der darunter liegenden Wendelebene kleben. Ein 90 cm langes Flexgleis für ca. 3 € würde also rund 1,80 Meter Tunneloberleitung ergeben. Sehr viel billiger kommt man, glaube ich, nicht zu einem ähnlich robusten Bauteil. Tipps und Tricks. Auch wenn viele Modellbahner merkliche Vorbehalte haben gegen die Verwendung von Hartschaum, muss ich sagen, ich habe damit nur gute Erfahrungen gemacht. Wenn mir also jemand in Wort und Bild über schlechte Erfahrungen mit Hartschaum als Modellbahnuntergrund berichten kann, dann nur her mit den Berichten. Ich werde sie in die nächsten Filmberichte einbeziehen. Da sich meine Erfahrungen mit der Verwendung von Hartschaum bei Modellbahnen im Wesentlichen auf die Werkstoffe Styrodur und Depron beziehen, beschränken sich meine Empfehlungen in diesem Video im Wesentlichen auch auf diese beiden Hartschaumarten. Basis meiner Empfehlungen sind persönliche Erfahrungen und keine monetär bedingten Empfehlungen. Es ist keinesfalls als Werbung oder Product Placement zu verstehen. Nachdem das erstmal geklärt ist, kommen wir jetzt zu den Tipps, die ein Modellbahner beachten könnte. Wichtig zu wissen ist, wie die im Internet oder sonst wo angegebenen Maße zu verstehen sind. Bei Hartschaumplatten mit glatten Außenkanten ist das ja klar. Da sind die Maße 1:1 zu übernehmen. Aber die für Modellbahner interessanten Materialstärken haben meistens eine stufenförmige Außenkante. Das heißt, die nutzbare Oberfläche einer Styrodurplatte ist kleiner als ihre Gesamtmaße. Meines Erachtens sind die kommunizierten Maße einer solchen Platte eher für den logistischen Bereich, denn für den Anwendungsbereich gedacht. In der hier gezeigten Grafik sind die für den Logistikbereich interessanten Maße in Rot eingezeichnet. In meinen Augen sind aber für den Modellbahner die Maße der durchgehend glatten Fläche interessant. Diese Maße sind in der Infografik, die hier zu sehen ist, in Blau eingezeichnet. Die bereits erwähnte treppenförmige Außenkante der Hartschaumplatten dient natürlich dazu, sie besser zu verbinden. Hier ist der letzte noch offenliegende Stoß zweier Hartschaumplatten auf meiner Modellbahnanlage Gaswerk einen an der Waffel. An solchen Plattenstößen verklebe und verschraube ich die Platten. Als Kleber verwende ich ganz normalen Weißleim. Als Schrauben verwende ich Spacks oder gelegentlich auch Holzschrauben, je nachdem was gerade da ist. Die Länge sollte auf jeden Fall etwa 2/3 bis 80% der Gesamtstärke des Materials umfassen. Schrauben, Schneiden und Kleben lassen sich bei Hartschaumplatten problemlos in geschlossenen Räumen ausführen. Wirklich problematisch wird dieser Werkstoff erst beim Schleifen. Wenn der verwendete Hartschaum eigentlich als Außenisolierung für Fassaden gedacht ist, dann enthält er normalerweise Brandhemmer. Früher wurde als Flammschutzmittel HBCD verwendet und das kann wohl, wenn es eingeatmet wird, Zeugungsunfähigkeit verursachen. Wer das also nicht möchte, bzw. wer noch Kinder haben möchte in Zukunft, sollte mit Schleifen und Ähnlichem bei älteren Styrodur- oder sonstigen Hartschaumprodukten vorsichtig sein. Das HBCD ist allerdings seit 2015 verboten und wird wahrscheinlich nicht mehr in Hartschaumplatten verwendet werden. Trotzdem kann eine gewisse Vorsicht nicht ganz falsch sein. Ob und wie man Hartschaumplatten ohne HBCD erkennt, das kann ich leider nicht sagen. Das weiß ich nicht. Aber kommen wir zurück zum Arbeiten mit Hartschaum. Neben durchgängigen Plattenverbindungen sind natürlich auch Plattenverbindungen im 90°-Winkel möglich. Und die sind natürlich auch schnell, einfach und exakt herzustellen. Die Infografik hier zeigt eine mögliche Verbindungsform. Die gezeigten Schrauben berühren sich natürlich nicht, sie sind in einem Abstand von 2,5 bis 5 cm anzubringen. Je nach Belastungs- und Einsatzart kann man die Schraubenabstände natürlich verringern oder vergrößern. So, das sollten jetzt genug Informationen für heute gewesen sein. Ansonsten möchte ich nochmal an die Playlist zu diesem Film erinnern. In ihr sind inhaltlich ergänzende Filme zu diesem Film hier zusammengefasst. Es gibt Filme zum Bau eines Gleiswendels, zum Bau von Multideckanlagen, zur Beleuchtung von Multideckanlagen und zur Beleuchtung von Theatern und Vorträgen. Das sind, glaube ich, alles Informationen, die ganz hilfreich sind zu diesem Film. Nochmal ein kurzer Themenwechsel. Thorstens MOBA Planungsdienst hat jetzt seine eigene Seite auf meiner Firmenwebseite infographics.de. Die genaue Adresse ist in dem roten Balken hier eingeblendet. Ansonsten ist in der Videobeschreibung noch ein Link zu der Seite. Auf dieser Seite werden in den kommenden Wochen Stück für Stück alle relevanten Informationen veröffentlicht. Wer seine Modellbahn von mir planen lassen möchte, kann mich gerne kontaktieren. Die Kontaktdaten stehen auf der Website. Wobei sie natürlich auch in diesem Bild hier abzulesen sind.